Als erstes das Lenkrad schön gerade stellen, dann hier die Hupe einfach abziehen. Da braucht man ein bisschen Gewalt. Dann ist hier hinten so ein kleines Kabel, das sollte man abziehen, bevor man alles in den Sack macht. Und dann braucht ihr eine 27er Nuss. Klemmt das bisschen hier so ein und dreht es einfach lose. Nicht gegen das Lenkradschloss, sonst könnt ihr euch das kaputt machen. Dann könnt ihr die Mutter rausholen. So, und dann kann man schon das gesamte Lenkrad runterholen. Hinter der Mutter ist noch so eine kleine Federscheibe. Am besten schmeißt ihr einfach alles hier ins Lenkrad rein. Dann könnt ihr es auch nicht verlieren. Lenkrad an die Seite. Und schon kann man hier den zerbröselten Ring sehen. Ja, hier sind Teile. Da unten liegt noch einer und deswegen ist hier diese Welle lose. Hier ist sie. Die muss jetzt einfach nur reingeschoben werden und dann wackelt das Lenkrad nicht mehr. Ich habe jetzt hier einen 22er Schlüssel und den kann man schön drüber drücken und dann kann das Ganze da reingedrückt werden. Zack. Und dann sieht das Ganze so aus. Die Hülse ist da schön drin und das Ganze ist feste. Den Clip wieder reindrücken hier. Und dann kommt das Lenkrad wieder in der richtigen Position drauf. Nicht vergessen, hier die Mutter und den Kram rauszuholen. Die Frage, ob es jetzt so drauf war. Ich glaube, es war eher so. Im schlimmsten Fall muss man es dann. Im schlimmsten Fall muss ich es halt nochmal losmachen. Federscheibe rein, dann kommt die Mutter drauf. Jetzt muss die Mutter noch mit 40 Newtonmeter in dem Fall von meinem Porsche angezogen werden. Prüft einfach, ob es der richtige Wert bei eurem ist und dann ist das ganze Thema hier Lenkrad schon wieder erledigt. Hier auch wieder darauf achten, dass er nicht gegen das Lenkradschloss drückt beim Festziehen, sondern es schön gegenhaltet. So. Jetzt schließe ich hier noch die Hupe an und dann ist das Ding wieder fertig einsatzbereit und ich kann fahren, ohne dass es wackelt. Ja, so schnell geht's, könnt ihr einfach den Fehler beheben, kauft euch diese Hülse, folgt der Anleitung, schiebt das Ding rein und das Problem ist behoben. Falls es euch gefallen hat und hilfreich war, könnt ihr gerne einfach einen Daumen nach oben machen.